Hey Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute gibt es ein Review zum Iconic Smart Urban. Das ist ein E-Bike, das mir hier zur Verfügung gestellt worden ist und ich habe es mehrere Wochen testen können. Was ich davon halte und ob ihr es kaufen könnt, das erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt dran und viel Spaß. Das Citybike kann nicht nur ein Fortbewegungsmittel sein, sondern auch ein stylisches Accessoire im Alltag. Das Design des Iconic Smart One erinnert mich eher an ein Mountainbike, das liegt zu einem an der gefederten Vordergabel, aber auch an dem verbauten Neunganggetriebe. Alleine die standardmäßigen Schutzbleche und die Kettenabdeckung machen für mich die Nutzung als Citybike klar. Und ein Video zum Lieferumfang habe ich euch ja schon hochgeladen. Die Installation ging denkbar einfach und falls ihr das sehen möchtet, das verlinke ich euch einmal in der Infokarte. Es ist ein sehr schickes Bike. Gerade in diesem glossy Schwarz finde ich es ein hervorragend abgestimmtes Bike mit guter Materialqualität und hochwertig verarbeitet. Aber versteht mich nicht falsch, ich finde das Bike eher Mountainbike schick anstatt Citybike schick. Was designtechnisch hier aber optimal gelöst wurde, ist die Frontlampe. Die ist direkt mit dem Akku verbunden, aber nicht ganz so konsequent war Iconic One dann bei der Rücklampe. Und falls ihr das Fahrrad ohne Gepäckträger bestellt, montiert ihr die Rücklampe direkt unter dem Fahrradsitz. Ansonsten, wenn ihr den minimalistischen Gepäckträger mitbestellt, ist die Rückleuchte direkt integriert. Ein weiterer Designaspekt ist der integrierte Bordcomputer, der mit dem Bafang-Motor spricht, ist aber gemeinsam mit der Steuereinheit für meinen Geschmack ein wenig altbacken geraten. Funktional ist es dennoch und gerade das Farbdisplay überzeugt mit einer sehr guten Qualität. Außerdem habt ihr unter dem Display einen USB-Anschluss. So könnt ihr euer Smartphone bei der Fahrt gleich mitladen, falls ihr euch eine passende Smartphone-Halterung bestellt. Die Inbetriebnahme geht denkbar einfach. Ihr könnt euch ohne Unterstützung direkt aufs Rad schwingen und das Bike jederzeit wie ein normales Fahrrad fahren. Gerade bergauf merkt ihr dann nur das zusätzliche Gewicht, das hier durch den verbauten Motor und den Akku mitgeschleppt wird. Richtig Spaß macht das Fahrradfahren dann aber erst, sobald ihr die elektrische Unterstützung hinzuschaltet. Einmal eingeschaltet ist das Fahren sehr angenehm und ihr könnt dank der elektrischen Unterstützung in 5 Stufen ganz gemütlich allerlei Hindernisse überwinden. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, eine Extrastufe zu aktivieren. Im G-Modus könnt ihr das Fahrrad neben euch herschieben und es wird dabei auch leicht unterstützt. Das Iconic One kommt in dieser Ausführung als Smart-Variante mit einem verbauten GPS-Modul. Das sorgt für extra Sicherheit und ihr wisst dank App immer, wo sich das Fahrrad befindet. Zusätzlich habt ihr beim Kauf eine einjährige Versicherung und so könnt ihr sicher sein, dass auch wenn das Fahrrad mal wegkommt, ihr in trockenen Tüchern seid. Smart ist auch der verbaute Lichtsensor im Bordcomputer. Der misst die Umgebungsbeleuchtung und schaltet sich ganz automatisch an und wieder aus. Das LED-Licht ist gut hell und beleuchtet die Straße sehr gut. Dieses automatische Licht ist auch sehr praktisch, wenn man am Tag mal unter eine Brücke fährt oder das Fahrrad in der Tiefgarage parkt. Da hilft es sehr nicht manuell das Licht einschalten zu müssen. Wer es aber bevorzugt mit Tagfahrlicht zu fahren, der kann aber auch ganz manuell das Licht einschalten. Das Display dunkelt dabei aber nur etwas ab. Hinten und vorne haben wir einmal eine hydraulische Scheibenbremse, die war von Werk aus sehr gut eingestellt und macht das Fahrgefühl noch sicherer. Das Neunganggetriebe ist von einer Marke, die sich Shimano nennt, hört sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Das Schalten hingegen ist da nicht so hochwertig. Es klickt dann schon sehr auffällig und ist für meinen Geschmack nicht geschmeidig genug. Umschalten lassen sich die Gänge über 2 Hebel am Lenkrad. Die sind gut platziert und lassen sich angenehm betätigen. Die zugehörige Iconic One App findet ihr im App Store und Google Play Store. Es ist eine sehr spartanische App. Mir gefällt aber, dass in der App ein kleines Modell des Fahrrads in der richtigen Konfiguration hinterlegt ist. Bei mir fehlte nur der Gepäckträger. In der App habt ihr die Möglichkeit, das verbaute smarte Schloss mit zu öffnen oder zu sperren. Außerdem könnt ihr auf der Karte nachschauen, wo sich euer Bike aktuell befindet. Ihr könnt in der App auch einen QR-Code erstellen, um euer Bike mit Freunden oder Familie zu teilen. So können auch sie euer smartes Bike mit dem Handy ganz einfach öffnen und sperren, falls ihr es mal ausleihen möchtet. Beim Akku handelt es sich um einen 460 Watt großen Lithium-Ionen-Akku. Den kann man herausnehmen und der Akku wiegt unter 3 Kilo und ist mit einem Schloss gesichert. Lässt sich dann ganz einfach mit in die Wohnung nehmen und innerhalb von 7 Stunden wieder aufladen. Wer aber die Möglichkeit hat, sein Fahrrad in einem Fahrradkeller oder der Tiefgarage zu laden, der kann den Akku einfach stecken lassen und dann das Fahrrad direkt mit eingestecktem Akku laden.
Angegeben ist eine Reichweite von bis zu 100 Kilometer. In meiner Testphase kam ich definitiv nicht so weit. Ich bin aber jemand, dem das Rasen sehr viel Spaß macht und ich bin auf den langen Strecken meistens die höchste Unterstützung gefahren. Bei meiner Fahrradtour rund um den Essener Baldeneysee und etwas mehr bin ich insgesamt fast 50 Kilometer gefahren. Dabei hatte ich die Tour mit 75% gestartet, 350 Höhenmeter überwunden und mehrere Pausen eingelegt. Nach 3 Stunden kam ich dann mit etwas unter 10% an. Dabei fiel mir auf, dass ab 25% Restkapazität die Unterstützung schon nicht mehr so spritzig war und ab 10% die Unterstützung spürbar nachgelassen hatte. Nach 2 Stunden habe ich dann den Sattel letztendlich gespürt und es war nicht mehr so gemütlich. Kann aber auch daran liegen, dass ich lange keine Fahrradtour mehr gemacht habe. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ab wann sich der Po bei euch bemerkbar macht. Kommen wir jetzt mal zu meiner Erfahrung und ein wenig Kritik. Ich finde, die App ist mir noch zu rudimentär. Es gibt viele Dinge, die mir noch fehlen. Zum Beispiel Tripdaten in Form von abgespeicherter Routenplanung oder halt auch die Möglichkeit, smarte Einstellungen zu verändern. In meiner Zeit ging es mir ziemlich auf den Keks, dass das smarte Schloss sich beim Schließen andauernd mit Piepen bemerkbar macht. Das sind Einstellungen, die ich gerne selbst tätigen würde und vielleicht kommt Iconic One da mit einem Update. Gut finde ich aber, dass das Smart Schloss mit 110 Dezibel sehr laut ist, falls sich ein Dieb mal an euer Fahrrad vergreifen will. Dabei piept es bei der ersten Berührung einmal kurz laut auf und bei weiteren Bewegungen oder Berührungen fängt die Sirene an weiter zu piepen. Und ihr bekommt natürlich zusätzlich einen Alarm auf euer Smartphone, sobald dies geschieht. Falls ihr euer Bike an einem Hang abstellt, müsst ihr auch darauf achten, dass die Speiche nicht in Kontakt mit dem Schloss kommt, sonst blockiert das Schloss und es ist nicht möglich, das Schloss zu entsperren, solange ihr die Speiche nicht ein wenig zur Seite geschoben habt. Ich hätte mir gewünscht, dass das Smart-Schloss auch zusätzlich noch mit einem Schlüssel entsperrt werden könnte. Das geht in manchen Situationen dann doch schneller, als wenn man versucht, mit dem Smartphone die App zu öffnen und dann das Ganze zu entriegeln. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die App bei schlechter Internetkonnektivität auch langsamer lädt. Beim Unboxing ist mir schon aufgefallen, dass das Netzteil ziemlich klein ist. Erst fand ich das ganz cool, weil es sehr kompakt dann auch schnell verstaut werden kann. Es lädt aber mit 2 Ampere auch relativ langsam. Das Aufladen dauert wie gesagt 7 Stunden und das Netzteil wird extrem heiß. Es gibt noch ein zusätzliches Netzteil im Zubehörshop. Das lädt dann mit 4 Ampere statt 2 und nennt sich Supercharger. Die Tatsache, dass das GPS-Modul nicht ganz so akkurat war, ist mir auch aufgefallen. Liegt vielleicht auch an der Technik. Es zeigt die Position des Fahrrads immer einige Meter weiter entfernt, als es letztendlich ist. Das Iconic One überzeugt mit etwas mehr Offroad-Kapazität. Ihr müsst nicht nur in den schicken urbanen Städten damit unterwegs sein. Ihr könnt nämlich damit auch ganz gemütlich auf Landwegen fahren. Das fette Logo muss für meinen Geschmack nicht sein. Das kann man etwas dezenter lösen. Und ich verstehe auch, dass es günstiger ist, auf ein Frame mehrere Modelle zu bauen. Aber das Smart Urban ist für mich etwas mehr Mountainbike. Was man dabei aber positiv sehen kann, ist der Fahrtkomfort. Also das ist ein sehr angenehmes Fahren durch die Federung und so bin ich ganz happy mit dem Bike. Das war jetzt mein Review zum Iconic One Smart Urban und wie ihr mitbekommen habt, habe ich einige Kritikpunkte schon geäußert. Nichtsdestotrotz hatte ich riesig Spaß, das Ganze hier in meiner Testzeit zu nutzen. Ich bin ein großer Fan von Elektromobilität und kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr überlegt, so ein Elektrobike euch zuzulegen, dann auf jeden Fall eins, was wertig ist. Und das haben wir hier gegeben. Ich finde, die smarten Features, die können hier noch aufgebaut werden. Das werde ich in den nächsten Monaten weiter im Auge behalten und euch natürlich berichten, ob sich hier mit Updates noch was getan hat. Ich bin ein großer Fan von Iconic One geworden und ich würde sagen, falls du Spaß an diesem Video hattest, dann lass es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Lass mir ein Like da, abonniere den Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Die Sonne wieder weg. Bin ich am Anfang.